His games are going to get more desperate from here on out. Oh weh. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Puh, es werden immer längere Perioden. Okay, hello, where am I? What is this? Hello, mach mal einer Fidel. Hello. Schön. Aber im Moment schaut das eher nicht so verzweifelt aus. Oh. Oh. Fragen mal, ob wir irgendein Alien finden. Ein freundliches Alien. Hallo, ist jemand da draußen? Bitte ja. Oh, es geht weiter. Wir kriegen zwar keine Antwort. Oh, doch. Ist eine Person? Wie schön. Es hat lange gedauert, seit ich das letzte Mal mit jemandem geredet habe. Was ist falsch? Du siehst so verloren aus. Ich würde 2 nehmen, weil er hatte das eigentlich gesagt, er fühlt sich leer und wenn man alles weiß zeichnet, das ist ziemlich leer. Schön. So innerer Zen-Garten. Oh nein! Was ist passiert? Hat sich etwas verändert? Er versucht irgendwas zu finden, weil er geht ja immer weiter und er sperrt sich ja nicht nur ein, sondern er sucht ja weiter. Darum würde er das wählen. Okay. Warte mal, du suchst nach einer Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Sie ist nicht so weit weg. Okay. Ich würde 3 sagen, sind wir ehrlich. Weil er hat ja gesagt, er war nicht so ehrlich zu sich. Also weiterhin Ehrlichkeit. Okay, die Insel wird immer schöner und immer mehr. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Perfekt. Komm, ich zeige es dir. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Wir müssen also jetzt praktisch sagen, wie wir das gemacht haben. Okay, als erstes müssen wir die Tür mal öffnen. Die Tür mal öffnen. Okay, nun gehen wir rein. Nummer 1. Okay, und das nächste. Und es geht weiter. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Da ist keine Maschine. Okay. Die Musik ist sehr verstörend worden. Ich mache 3 effortless, weil das war ja vorher schon. Das fühlt sich wundervoll an. Okay.
3 würde ich jetzt sagen wieder. Warum hat man sich so schlecht gefühlt, wenn man das gesagt hat? Okay, wir sollen uns drüber sorgen, müssen wir noch weiterreden. Oh, man belügt sich jetzt selber. Oh. Nummer 1. Ja, das ist wunderbar. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Okay, mir soll eine Person wieder vertrauen. Sag uns, es wird funktionieren. Ja, oh, das ist echt sehr I don't know. traurig. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. It never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Und dann will die Laterne und wieder das Gefängnis. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Lass mir raten, es geht bis zu 12 Monate. Genau. Damit er ein ganzes Jahr hat, oder? Genau. Das sind jetzt nicht so wichtig. Okay, der beschützt die Tür. Okay, es sind die Maschine, die wir wollen. Okay. Wir beginnen, wenn wir wollen. Wir wollen schnell, nicht brutal. Bitte nicht brutal. Okay. Oh. Oh. Presse und die Maschine heißt Coda. Wir müssen in der Maschine. Oh. Lass mich drauf. Oh. Wir wollen mit Fragen überschwärmen. And of course, it's the machine. Hallo Maschine, ein bisschen eingerüstet. Du hast aufgehört zu arbeiten. So ein bisschen theatralisch mit deine Arbeit zum Leben erhalten. Über 2, ja. Es geht um seine Einsamkeit. Und die Maschine hat ihn ja verlassen, die hat ihn im Stich gelassen, da hat er jetzt keinen Sinn mehr gesehen gehabt. Sie sind ein bisschen enttäuscht und sagen, nein, nichts. Und jetzt wollen wir selber gerade stehen dafür. Okay. Und jetzt wollen wir uns der Presse stellen. My followers, my friends. Reden wir es mit Friends an. Es kommt nett. Okay. Machen wir das erste. Sagen wir einfach, dass wir ihnen schlechte Nachrichten mitzuteilen haben. Und der Stern mit der Maschine mal nichts. Sagen wir jetzt, sie wollten uns Absicht wehtun, sondern sie will es nur nicht entschuldigen. Ich würde sagen, das erste, dass sie mehr an sich selber glauben. Und wir sind keine Missgeschicke.
Und darum geht es im Spiel auch. Die ganzen kleinen Minispiele sind keine Missgeschicksspiele. Na. Wir zerstören die Maschine, aber nicht, dass es hier schaffen wird. Auch wenn ich es irgendwie traurig finde, dass ich das Gefühl habe, ich habe gerade den Befehl dazu gegeben, den Coder zu zerstören. Ich stürze nicht. Put. Na. Ihr wollt den... Was? Zerstören wir jetzt das Gefängnis? Ist irgendwie dann das eine Lied mit Shoot, all you promise away. Boom, 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 shoot, all you promise away. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. Hat recht. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for it? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Und darum geht's im Spiel. Plot Twist. Was? So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Und da ist die Maschine wieder. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Es hat ewig gemacht, den Coder. Und das war, glaube ich, der Fehler. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. Was? So let's take a look. Ja, der Coder ist nicht tot, oder? Nein. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game.
Das ist wirklich sehr bedrückend. Na, der Sound, der ist so richtig so. Gehen wir mal weiter in den Tower. Sieht aus wie fast so wie das Gefängnis. Also wie Gefängnis war nur in Rot. Und wenn sie da runterbrechen wird. Wie eine Guillotine. This room actually has a maze in it. Eingang. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Oh, danke. Und auf der Seite sind auch noch so weitere Mazes oder auf jeden Fall Treppen, die nirgendwo hinführen. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the Stimmt. house cleaning game. Prison You know, that one game. used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Oh. Das ist tragisch. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Fast. Close. Close. Das sieht man richtig. Na, jetzt habe ich mich weitergesetzt. Okay, drehen wir weiter. Passt. Dann 16 und 15. Aber überdrehe immer. Okay, 1, 2, 6. 1 und 15 auf diese Seite. Wie bitte? Alle guten Dinge sind 3, okay? Und yay! Nailed it. Schaut total verstörend aus. Wetten, da kann man runterspringen und sich selber umbringen. Garantiert. Hey. Wagen. Geronimo! The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So Okay, also even if wir you haben somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you Ja, got to eben. this point, Man kommt nicht there's weiter. actually just no way to progress. Puh, das ist zart. And it's scary for me. The idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. Ja, und vor allem nicht einmal I feel like a failure, I guess, when I can't Dialog. fix the Grund. problem. But I can Nicht open mal this door for einkaufen you, mehr für den so Dialog. let me do that. Danke. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011,
I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... Vielleicht ist ihm genau damit gegangen mit dem Spiel, dass er einfach I had been trying to, though. That was the thing. für sich selber For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Vielleicht hat er es aber gar nicht können, vielleicht hat es für ihn einfach so eine eigene Bedeutung gehabt. Das steht einfach so random Oma. Aber schön ist es trotzdem. Oh, pinkes Licht. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Okay, das ist dieser Anfang von dem roten Gatter. Okay. Where did I screw up? Er hat einfach viel zu viel auf ihn projiziert vielleicht. Aber wollte eigentlich nur befreundet sein mit ihm, was ja auch legitim ist. Und da ist sicher wieder das Gefängnisdings. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Okay. Das ist traurig irgendwie. Eigentlich sehr traurig. Also, lieber David, danke, dass du dich für meine Spiele interessiert hast, aber ich muss dich darum bitten, nicht mehr mit mir zu reden. Und vor allem das Echo, vor allem das macht das Ganze ein bisschen intensiver. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Ich wundere mich manchmal, ob du denkst, ob ich diese Spiele nur für dich mache. Oh. Mir ist es auch so vorkommen beim Spielen, dass er so Botschaften an ihn senden wollte und dass er eigentlich so nett gemeint war und dass es so traurig ist. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Okay, also wir haben ihn so persönlich infiziert praktisch, dass er Lösungen eingebunden hat und Spiele tatsächlich spielbar gemacht hat. Und das wollte er eigentlich nicht. Würde es dich glücklicher machen, wenn es eine Antwort, einen Grund geben würde? Würdest du aufhören, meine Spiele anderen Menschen zu zeigen gegen meinen Willen? Ihnen etwas zu geben, das nicht deins ist, um es zu vergeben? Die Grenzen, die mich sicher hielten, brechen oder zu verletzen eigentlich. Zu verletzen, weil allerdings verletzen. Und das letzte. Würdest du aufhören, meine Spiele zu ändern? Oh. Aufhören, Ende, also
Lampposts, also die Laternen hinzuzufügen, also ihnen ein Ende zubereiten zu wollen. And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. Würdest du sie I, einfach I sein just lassen, had was to sie sind? be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Oh je. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Okay, er kann uns das nicht geben, was wir praktisch von ihm haben wollen. Oh. Also er versucht halt mit neuen Ideen aufzufahren, aber es macht ihn eigentlich nur fertig. Und er kann es einfach nicht mehr. Und dass man selber halt denkt, dass er gebrochen und halt frustriert ist, sagt sehr viel über uns und eigentlich über unseren Zustand, wenn wir das reininterpretieren, und deswegen nehmen wir das praktisch. Okay, er merkt, dass es für uns jetzt noch keinen Sinn ergibt. Was okay ist, denn es ist nicht unser Problem, das wir lösen sollen. Aber das ist eines Tages, muss begreifen und dass man Frieden findet. I'm afraid that I did something really Schöne stupid because I don't like Architektur myself. Okay, also es geht eher mal um unsere Unzulänglichkeit, anstatt darum, dass er versucht hat, aus seinem Gefängnis auszubrechen. And when you finally see what I'm talking about, wenn du endlich siehst, über was ich rede, steht da wieder etwas? No? Dann sage nichts. Okay. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Also waren die Spiele eher mehr für ihn eigentlich gerichtet dann in dem Fall. Oh, Ende. Also, Schluss. Interessante Architektur wieder. Oh, sind wir an einer... Was sind wir denn da jetzt? Ist das eine Zughalle? Das ist irgendwie eine Referenz More love, Oh, more sowas praise, wieder. more people telling me that I'm good. Always more. Schön. It's like a disease. Kann ich auch in den Zug einsteigen? Will immer in den. Ja. Es sind halt zwei richtige Extreme aufeinander geprallt eigentlich in dem Sinn. Oh, das schaut aus wie aus Alice in Madness Returns, der Zug. Schön. Er braucht halt immer die Anerkennung von anderen. Solution.
Und der Coder braucht eigentlich nur die Freude daran. Und dass er mit sich selber leben kann, dass seine, dass seine Arbeit von sich selber geschätzt wird, dass er mit seiner Arbeit glücklich ist und ehrlich ist. Und der Herausgeber sozusagen von dem Spiel, falsche Richtung wieder, der wollte halt genau das Gegenteil. Aber aufzwingen hat es ihm wirklich nicht sollen. Schön. Der ist echt immer besser geworden. Du hast recht gehabt mit den Texturen, das ist wirklich voll hübsch. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Hat er mal recht. Vielleicht soll es einfach wirklich sei Tagebuchführung sozusagen und sei einfach sehr persönlich und private Art und Weise, wie er mit irgendwas fertig geworden ist. Einfach. Ja, man darf nicht eininterpretieren gleich Worte jetzt gerade gesagt und jetzt fange ich schon wieder an damit. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Ich hast du, dass das Mandel zu breit ist für die Türen manchmal. Sand. Oh, Spiegel. Oder auch nicht. Und mit seiner Dunkelheit. Okay, Höhle. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? Vielleicht Freude an der Strange, Sache but selbst. the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Sehr schönes, sehr trauriges Gebäude, aber doch wieder mit Licht ein bisschen. Das Lichtelement zieht sich echt durch das ganze Spiel. What now? I think I need to go. And Ich glaube auch, dass du in Ruhe I'm lassen sorry, because solltest. I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Okay. Vielleicht hat es jetzt rausgefunden. Vielleicht hat es jetzt endlich gesehen, weil es selbst durchbesprochen hat mit sich in dem Fall, mit uns. Und vielleicht... Schön, sieht auf das Stonehenge-mäßig aus. Vielleicht kann er jetzt das nicht mit jemandem teilen, sondern für sich selber einfach happy sein. Was für ein seltsames, aber cooles Spiel. Reinhüpfen. Ich warte immer auf die Schadenspunkte. Und wir sind wieder im Gefängnis. Wir werden aber hochfahren, oder die Wand fährt hoch. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein.
Und wir sind drin. Es ist echt extrem schön gemacht. Und wieder gehen wir einen elendlangen Flur entlang. Aber diesmal ist es nicht so traurig, obwohl es grollt im Hintergrund. Ein bisschen beunruhigend. Wenn der Himmel so klar ist, aber es trotzdem so Donnergeräusche macht. Oh. Oh. Der Beam of Death wieder vom Anfang. Do it. Just do it. Ich möchte schon eine Aussicht haben, wenn wir das diesmal machen. Irgendwie, es fällt mir richtig schwer, irgendwie das Ganze zu verlassen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nachher das Ende ist, wenn ich da jetzt durchgehe. Und irgendwie mir hat das Spiel so gut gefallen, ich mag das Ende, aber... Tot? Oder lebendig? Oh. Oh, das ist so schön. Also wir waren die ganze Zeit im Labyrinth. Was ist das schön gemacht. Laut, aber schön. Turn back, turn back Nee, das from war's this schon. cave. Nein. You said, let me Ja, prove so. that I'm brave. Let me keep going. But the cave goes for miles Sehr schönes Lied übrigens. and miles Sehr traurig und and nachdenklich stimmend, aber and you're so tired, but I know that you're strong. das ist echt, das hat echt so komische So Atmosphäre, das ganze Spiel. back, Das ist echt, turn back. es ist echt traurig. Das recht, kann es wirklich traurig wissen. Aber irgendwie ist es sehr friedlich. Weil ich habe das Gefühl, dass es eigentlich eher mehr, das erste irgendwie ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Coder der Arme ist. Dass der praktisch nicht mit der Welt kommunizieren kann, irgendwie sich eingesperrt fühlt, gleich wie der Erzähler gesagt hat. Und jetzt zum Schluss habe ich viel mehr Mitleid für den Erzähler gekriegt. Ich habe gedacht, na Erzähler, eigentlich bist du das, der abgemäßt ist. Der Coder, dem geht es ja sowieso eigentlich gut. Der hat Leid dann, weil du ihm was aufgezwungen hast und ihm was gesehen hast, was eigentlich nicht war, und ihm zu etwas gebracht hast, hast du es eigentlich gleich schlimm gemacht eigentlich dann für ihn. Und hast ihm eigentlich sogar das, was ihm geholfen hat und das, was ihm Freude gemacht hat, hast du durch Übernachdenken, Überinterpretieren und einfach, obwohl du es gut gemeint hast, dadurch, dass du einfach deine Probleme ihm so aufgedrängt hast, schlecht gemacht. Ja, irgendwie traurig. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr befreundet sind. Auf alle Fälle, Okay. ich beende das in Worten von Top Gear. Mit dieser Kompensation machen wir heute Schluss. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.